faszinierend ist eigentlich, dass es was Besonderes ist, etwas nicht Alltägliches. Ja, es hat so ein bisschen Magie, diese Aurora, dass die bis hier rüber wabert und man das dann bis hier hinsehen kann. Und dass es Teilchen aus dem Weltraum sind, die unsere Atmosphäre zum Leuchten anregen. Das ist einfach spannend. Worüber Oliver Stieler spricht, sind Polarlichter. Genau die hat er nämlich am Sonntagabend fotografiert. Und zwar nicht da, wo sie am ehesten zu beobachten sind, in Polarnähe, sondern in Braunfels in Mittelhessen. Gestern Abend wollte ich eigentlich gerade ins Bett gehen um so 9:15. Habe dann noch mal so die Social-Media-Gruppen durchgeguckt und habe dann festgestellt, dass die Leute da irgendwie nervös geworden sind in den Polarlichtgruppen. Und da ist was passiert, ein Ereignis vor 1 oder 2 Tagen auf der Sonne. Und man weiß halt, dass dort sich Partikel gelöst haben, die jetzt irgendwann die Erde erreichen. Und die sorgen üblicherweise für das Polarlicht. Ja, dann war ich natürlich auch aufgeregt und habe dann mein Handy genommen und vom Balkon hier probiert, Richtung Norden mal zu fotografieren, war aber noch nicht zu sehen. Der 42-Jährige schnappt sich seine Fotoutensilien und fährt gemeinsam mit seiner Freundin auf einen Hügel am Ortsrand. Das ist relativ hoch hier gelegen. Wir haben ja einige Hügel in Hessen und da kann man hervorragend drüber gucken. Und es ist Richtung Norden. Es war, glaube ich, letzte Nacht -5 Grad etwa. Und wir haben hier eine halbe Stunde etwa gestanden und sind dann natürlich komplett eingefroren dann wieder nach Hause gefahren. Gelohnt hat sich das Frieren aber definitiv. Rote Polarlichter entstehen übrigens ab einer Höhe von 200 Kilometern. Grüne, wie sie wohl am bekanntesten sind, werden üblicherweise in niedrigeren Höhen hervorgerufen. Die Farbe hängt mit dem Sauerstoffgehalt der Luft zusammen. Die Intensität und Häufigkeit mit Aktivitäten der Sonne. Meist sind die im Januar und Februar am stärksten. Vorzeichen für Polarlichter können dann solche Flecken sein. Diese Flecken selber entstehen durch starke magnetische Felder. Und durch diese magnetischen Felder entstehen manchmal Masseausbrüche. Und dabei fliegen ganz viele kleine Teile dann in die Atmosphäre, auch Richtung Erde teilweise. Und wenn diese Teilchen unsere Erdatmosphäre erreichen, dann gibt es Polarlicht. Ursprünglich kommt Oliver Stieler aus Norddeutschland. Für seinen Job bei Leica zieht der Entwicklungsingenieur vor 15 Jahren nach Hessen. Fotografieren ist schon lange sein Hobby. Seine Bilder teilt er gerne auch in den sozialen Netzwerken. Mich interessiert eigentlich alles an der Fotografie, was nicht so einfach umzusetzen ist. Und Polarlichter gehören definitiv dazu. Dass er die ausgerechnet in Hessen fotografieren kann, hätte er nicht gedacht. Und dabei waren die Bedingungen nicht mal perfekt. Die Voraussetzungen waren noch gar nicht mal ideal, weil der Mond sehr hell am Himmel stand. Und wir hatten so ein leichtes, tiefes Wolkenfeld. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre hier unten vielleicht sogar noch ein bisschen grüne Farbe zu sehen gewesen. Ich hätte mir das nie erträumen lassen, dass ich jemals von hier aus ein Polarlicht fotografiere. Hier in Hessen passiert das vielleicht alle 10 Jahre einmal, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, Polarlicht hier aufzunehmen. Und dann ist es aber meist bewölkt. Und das ist also ein absolutes Glück. Und vielleicht hat er sogar Glück, das Leuchten noch einmal zu sehen. Die Prognose für heute Abend steht noch mal sehr gut tatsächlich. Also ich werde mich definitiv noch mal auf die Lauer legen und mein Glück versuchen. Wer weiß, welch tolle Aufnahmen ihm diesmal dabei gelingen.